Hi zusammen, es ist mir eine Ehre, heute euch ein neues Rekordobjektiv vorzustellen. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute geht es um das brandneue Sigma 14 mm f1.4 DGDN. Sowas hat es überhaupt noch nie gegeben. Und was es mit diesem Objektiv auf sich hat und was wir damit anstellen können und wie es ausgestattet ist und was es kostet. All das in diesem Video. Viel Spaß! Ja, es gibt ganz verschiedene 14 mm auf dem Markt. Zuletzt hat ja Sony einen G-Master rausgebracht mit 14 mm f1.8. Auch bei Sigma hatten wir lange Zeit ein 14 mm f1.8. Und ich habe mir schon immer gedacht, Sigma legt alle Objektive für spiegellos auf, also kommt bestimmt bald ein 14 mm f1.8. Aber die Jungs von Sigma in Japan haben sich wahrscheinlich zusammengesetzt und gesagt, hey, wenn wir jetzt einfach nur wieder ein 14 mm f1.8 machen, dann ist das einfach viel zu langweilig. Und wir hätten mal wieder nur ein Objektiv, das schon von Sony da ist und was wir auch schon hatten. Und es ist halt dann vielleicht ein bisschen günstiger. Ja? Und dementsprechend haben sie sich gedacht, wir machen einen Weltrekord, nämlich ein 14 mm f1.4. Sowas hat es überhaupt noch nie gegeben. Und wer auf meiner Webseite mal in die Objektivliste für den Sony E-Mount schaut, das gibt es natürlich auch spiegellos für L-Mount, das ist auch klar. Der wird dort feststellen, dass es so ein Objektiv tatsächlich noch nie gegeben hat. Okay, wen spricht so ein Objektiv an? Natürlich erstmal alle Weitwinkelfotografen und vor allem Astrofotografen. Denn ich sag mal, wenn wir in der Landschaft weitwinklig unterwegs sein wollen, wenn wir wie hier zum Beispiel Wasserfälle oder Bäche fotografieren wollen, dann werden wir wahrscheinlich nicht ein 1.4er Objektiv mit uns rumschleppen, weil da sind wir schon beim Stichwort. Dieses Objektiv wiegt genauso wie das 14 f1.8, ich glaube, das hat ähnlich gewogen, unglaubliche 1160 Gramm. Also, wer will das mit sich rumschleppen? Dementsprechend die Astrofotografen. Denn, wie gesagt, in der Landschaft macht das dann weniger Sinn. Aber wenn man astrofotografiert, wie jetzt demnächst auf unserem Astro-Workshop auf La Palma, da werde ich das nämlich noch ausgiebig testen, der hat natürlich ein Stativ dabei und der hat aber auch eine super Landschaft um sich rum. Und klar, wenn wir das Ding dabei haben, machen wir natürlich auch Landschaft damit. Das ist ja auch klar. Okay, warum hat Sigma dieses Objektiv nicht einfach leichter gebaut? Geht nicht. Eine f1.4 bei einem extremen Weitwinkel von 14 mm, das wiegt ohne Ende und ist einfach sau viel Glas. Wir reden hier von 19 Linsen, die dafür nötig sind, um so eine Konstruktion zu bauen. Und ihr seht, das Ding ist relativ kompakt geworden, aber es ist halt einfach nicht so kompakt wie das Objektiv von Sony, weil das nämlich nur eine f1.8 hat. Was heißt f1.8 zu einer f1.4 im Ernstfall? Das kann bedeuten, dass ich mit dem Sony-Objektiv eine ISO 3200 nachts einstelle und mit diesem Objektiv kann ich dann auf eine 2000er ISO runtergehen, einfach weil ich es mit einer f1.4 öffnen kann. Natürlich, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir relativ sicher, das wird zu einer leichten Vignette führen, vielleicht auch zu einer deutlichen Vignette. Aber das testen wir in 2 Wochen eben auf unserem Astro-Workshop in La Palma. Und ich habe vor, im Anschluss noch mal ein extra Astro-Video für dieses Objektiv zu machen. Heute ist nur die normale Vorstellung. Okay, reden wir ganz kurz über die Ausstattung. Wie gesagt, wir haben hier ein Objektiv mit 19 Linsen. Wir haben ein gewölbtes Frontglas. Wir haben kein Frontgewinde. Das hört sich schon mal alles so ein bisschen nach Minuspunkt an. Aber in dem Moment, wo ich vorne eine Abschlusslinse noch baue, trägt das natürlich auch wieder noch weiter auf. Und ich bin mir sicher, dass Haider oder andere Filterhersteller ganz schnell hier auch den passenden Filteradapter dafür haben werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Filteradapter, der bisher für das normale Spiegelreflex 14er existiert, dass der da sogar auch passt, habe ich aber nicht geprüft. Okay, wie wir das von einem Sigma Art Objektiv gewohnt sind, haben wir hier wieder einen Blendenring, den wir einrasten können, den wir aber auch verstellen können. Diesen können wir für die Filmer, das freut die ganz besonders, deklicken. Und wir haben wieder eine programmierbare
Fokustaste, also Fokus-Haltetaste, aber ihr könnt da natürlich auch die Displayhelligkeit oder irgendwas anderes drauf programmieren. Einen AF-MF-Umschalter und hier einen schönen, weichen, gummierten manuellen Fokusring. Dazu, die Sternenfotografen freuen sich darüber ganz besonders, einen MF-Lockschalter. Wie genial ist das denn, wenn ich jetzt auf La Palma unterwegs bin und einmal den Fokus für die Milchstraße einjustiert habe, dann lege ich einfach diesen Schalter um und habe die ganze Nacht meine Sterne scharf. Wie cool ist das? Ich muss nicht jedes Mal bei jedem Bild neu fokussieren. Vielleicht wiederholt man das noch einmal in der Nacht. Das hat nämlich auch ein bisschen was mit Temperatur zu tun. Also wenn es dann plötzlich sehr viel kälter wird, würde ich den Fokus noch mal setzen, weil das kann dann schon einen kleinen Unterschied machen. Aber ansonsten, wir haben das ja in der Triologie der Objektive bei Sigma jetzt schon öfter gesehen. Also 24 f1.4, 20 f1.4 habe ich euch beide vorgestellt. Und jetzt das 14 f1.8 könnte man denken. Nein, es ist ein unglaubliches 1.4 geworden. Und ihr spürt vielleicht meine Begeisterung. Sowas hat es überhaupt noch nie gegeben. Und ich brenne darauf, dieses Objektiv endlich auszuprobieren. Wir haben hier eine abnehmbare Objektivschelle, weil das Objektiv halt doch sehr schwer vorne am Bajonett, jetzt wäre ich fast umgeflogen, dranhängt. Und das führt halt dazu, dass wir hier einfach die Kamera entlasten. Und natürlich hat Sigma hier an eine AK Swiss Fräsung gedacht. Und ihr seht, das können wir einfach so einspannen. Alle Daumen hoch, so gehört sich das. So, jetzt hat Sigma aber sich noch was einfallen lassen für die Astrofotografen. Und zwar, Trommelwirbel, einen Filterhalter. Und da gibt es natürlich gleich die schlechte Nachricht. Nein, es ist nicht ein Filterglashalter, so wie wir das vielleicht beim 24 f1.4 jetzt von Sigma gewohnt sind, sondern es ist wieder nur ein Softfilterhalter, also ein Folienfilterhalter. Das brauchen manche Sternenfotografen, die schieben sich da so einen Soft-Kunststofffilter rein, so eine dünne Folie, damit die Sterne größer und weicher erscheinen und damit nicht so viele Sterne zu sehen sind, denn das macht sich auf Postern eher schlecht. Man überlegt dann immer, ob das Rauschen ist oder ob das Sterne sind. Dementsprechend machen viele so einen Softfilter rein, damit die eigentlichen Sterne größer weich gezeichnet werden. Und darauf schwören einige. Ich persönlich habe sowas noch nie ausprobiert. Ist aber mal vielleicht eine schöne Idee. So, beim Deckel hat sich Sigma was ganz Starkes einfallen lassen. Und zwar ist das eine komplett neue Konstruktion. Und ihr wundert euch mit Sicherheit, was jetzt hier 1 und 2 steht. Das ist eine total pfiffige Idee, denn Sigma liefert hier eine Foliengarage gleich mit dazu. Und zwar eben für 2 Folien. Steckplatz 1, Steckplatz 2. Da könnt ihr hier einfach eine Folie eben einschieben für alle, die eben hier diese Folienfilter verwenden. Okay, bevor ich euch jetzt sage, was dieses Schätzchen kosten soll, reden wir noch ein bisschen über die Ausstattung, denn da gibt es noch einiges zu entdecken. Und wir reden über die Bildqualität. Ich habe zwar jetzt hier heute zu dem ersten Release-Video nur ein paar Bilder geknipst hier vom Wasserfall und es ist kein dezidiertes Bildqualitätsvideo, aber das, was ich bis jetzt schon von dem Objektiv gesehen habe, unterstreicht eigentlich alles, was wir bisher aus dem Hause Sigma gewohnt sind. Also Stichwort rattenscharf, ja, das ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Und mir sind auch jetzt ich habe ein bisschen abgeblendet, aber im Gegenlicht sind mir jetzt auch keine großartigen chromatischen Aberrationen aufgefallen. Aber ich habe euch ja gesagt, ich möchte noch ein Wort zur Ausstattung verlieren. Was ihr erwarten könnt, wenn ihr dieses Objektiv kauft, ist, wie wir das bei der Art-Serie auch gewohnt sind, eine richtig schöne, fette Objektivtasche. Das ist übrigens nicht selbstverständlich. Viele Hersteller sparen sich hier so ein bisschen gesund. Hier hinten seht ihr in der Objektiv, also in dieser Schelle, die wie gesagt abnehmbar ist, dazu kommen wir gleich noch, einen Eisensteg oder so einen Metallstift. Und daran könnt ihr einen zweiten mitgelieferten Kameragurt befestigen, damit ihr das Objektiv bequem um den Körper hängen könnt. Es ist nämlich noch ein zweiter Gurt dabei, nämlich für die Stativtasche oder für den Köcher. Die Stativschelle, ihr merkt, mir fehlt da immer das Wort dazu, die ist abnehmbar. Und das hat ganz einfach den Sinn, dass manche Fotografen hier die Hand drunter legen wollen und sie möchten vielleicht das Ding nicht im Stativ einspannen. Und für die hat sich Sigma auch was Schönes einfallen lassen. Und zwar könnt ihr diese Stativschelle abnehmen und könnt anstattdessen einen Gummiring, der auch im Lieferumfang dabei liegt, drüber stülpen, damit das Teil einfach schön weich in der Hand liegt und hier dieses etwas halt nicht im Weg ist. Ihr könnt es aber auch natürlich einfach öffnen und nach oben drehen, wenn euch das unten stören sollte. Das geht natürlich ganz genauso. Zusätzlich, obwohl es gar nicht mehr so nötig ist, weil wir können das Ding ja direkt in AK Swiss einspannen, finden wir hier auch
ein Stativgewinde natürlich drin. Ja, und das ist natürlich auch interessant für Leute, die sich vielleicht hier ein Videolicht oder so drauf machen wollen, weil dann können die das Gewinde dann hier gleich nutzen. Das finde ich sehr, sehr schön. Auch im Nahbereich, wenn man irgendwie jemanden beleuchten will oder man filmt bei einer Hochzeit und möchte irgendwas Weitwinkliges machen, ja, von unten wie die Braut den Strauß wegwirft oder was auch immer, dann kann man halt hier eine Videoleuchte befestigen und das finde ich auch eigentlich schön gelöst, dass wir hier auf das Gewinde nicht verzichten. Apropos Video, ich habe damit auch gefilmt. Der Videofokus war unauffällig schön, hat schön sauber von vorne nach hinten durchgepumpt. Es ist halt ein 14er und das ist brutal weitwinklig. Da braucht man schon so ein bisschen auch das Motiv dazu, ne? Also man braucht einen Vordergrund, weil sonst ist alles sehr, sehr klein und sehr, sehr weit weg. Das alte 14 f1.8 war ja so ein bisschen schlecht, wenn es darum ging, am Rand sind die Sterne dann mehr so kommaförmig ausgeblutet. Und Sigma wirbt damit, dass das eben ein dezidiertes Objektiv für Astrofotografen ist und dass dieser Effekt jetzt verbessert wurde. Außerdem soll es viel, viel schärfer sein als sein Vorgänger in den Ecken, wenn wir hier eben das Chart anschauen. Dann sehen wir hier eine gesteigerte Bildqualität. Wie gesagt, ich habe hier nur ein paar Schüsse gemacht. Ich kann darüber jetzt keine richtige Aussage machen, aber ihr seht es ja an den eingeblendeten Bildern, wie scharf die durchaus auch am Rand noch sind. Okay, jetzt kommen wir aber schon fast zum Preis. Was soll dieses Objektiv kosten? Aber zuerst mal ein paar Kritikpunkte oder Punkte, die ich verbesserungswürdig halte oder die ich schön gefunden hätte. Das ist natürlich auch immer eine Preisfrage. Wir sind nicht bei Wünsch dir was, sondern alles, was wir hier umgesetzt haben wollen, ist natürlich auch immer eine Preisfrage am Ende. Und dann ist halt die Frage, hey, willst du das zahlen, ja oder nein? Und ich weiß nicht, ob ich jeden meiner Wünsche auch zahlen wollte, aber ich fange einfach mal an. Schön wäre es gewesen in meinen Augen, wenn man hier vielleicht bei der Stativschelle, wenn ich eben hier alle 90 Grad, sage ich mal, so ein haptisches Feedback gehabt hätte durch eine Kugelraste, wäre das halt fein gewesen. So muss ich halt einfach gucken, dass diese weißen Striche hier übereinander stehen, damit ich wirklich in der Waagrechten bin und kann das dann klemmen. Also wie gesagt, eine Einrastfunktion wäre hier ganz schön gewesen. Ein weiterer riesiger Wermutstropfen ist natürlich, dass wir keine Glasfilter hinten reinbekommen. Ich habe da mit Sigma gesprochen, warum das nicht möglich war. Und da hat man mir halt einfach gesagt, dass das halt im optischen Strahlengang ein Problem gewesen wäre. Man hätte das Objektiv dann viel größer und teurer produzieren müssen, damit das hier eben funktioniert. Ich kenne das übrigens von meinem 600 f4 Sony Objektiv. Da habe ich ja hinten ein kleines Schubfach, wo ich einen Polfilter austauschen kann. Und selbst dort steht in der Anleitung, betreiben Sie das Objektiv niemals ohne diesen Schutzglasfilter. Also es ist ja ein durchsichtiges Glas, was anstelle vom Polfilter dann hin und her getauscht wird. Aber ich habe mich auch immer gefragt, hey, dann lasse ich es doch einfach weg, dann habe ich ein Glas weniger. Aber das funktioniert dann eben nicht mehr, dann werden die Bilder nicht mehr scharf. Deswegen muss auch in meinem 600 f4 dieses Glas hinten immer reingeschoben werden. Und ähnlich ist das hier auch. Wenn ich da jetzt ein zusätzliches Glas reinschiebe, dann hätte das eben eine aufwendigere Konstruktion nötig gemacht. Jedenfalls so die Aussage von Sigma. Natürlich ist es auch schade, dass wir ein gewölbtes Frontglas ohne Gewinde haben. Das können wir bei Sigma jetzt auch nicht richtig zum Vorwurf machen, denn dann ist das halt auch wieder größer. Ne? Also wenn ich jetzt hier noch ein Abschlussglas mache mit Gewinde, dann ist das halt auch ein Gewinde, das ist wahrscheinlich dann so 92, 95 mm groß. Und dann, ja, das ist halt so, wie wir es gewohnt sind vom 14 f1.8 gelöst mit einem Rundelement am Ende. Und dann hat Sigma sich noch was Schönes einfallen lassen, und zwar eine kleine Stoppkante für Astrofotografen, die hier eine Heizmanschette rumlegen wollen. Also jeder, der ein bisschen Astrofotografie macht, der weiß, dass es in den Morgenstunden sehr schnell dazu kommen kann, wenn die Erde sich erwärmt, das Objektiv aber noch eiskalt ist, dass dann eben hier Beschlag oder eben ein Nebel auf dem Glas entsteht. Wasser kondensiert, sagt man auch dazu. Ne? So, und jetzt hat Sigma hier eine Abschlusskante gemacht. Das finde ich ganz, ganz pfiffig. Aber kleine Anregung an Sigma, vielleicht setzt ihr das in 10 Jahren mal um. Das wäre eine schicke Idee, finde ich. Warum habt ihr denn nicht direkt hier ein Heizelement integriert? Diese Heizbänder, die sind sehr, sehr günstig im Einkauf. Sie sind extrem dünn, also man hätte hier eine feine Heizmanschette schon integrieren können, die unterirdisch verlegt ist sozusagen. Allerdings, naja, da ist natürlich auch der Fokusring drüber. Ich weiß nicht, ob das so leicht gegangen wäre. Und man hätte dann einfach hier via USB-Port zum Beispiel seine Powerbank direkt an das Objektiv anschließen können, damit das Frontelement hier geheizt wird. Vielleicht können die Konstrukteure bei Sigma darüber mal nachdenken, ob sie das vielleicht in der nächsten Objektivserie in 10 Jahren dann mal vielleicht mit einbauen.
Vielleicht habe das ich dann sogar erfunden. Okay, jetzt kommen wir zum Preis. Wir zahlen für dieses Objektiv sehr faire 1.600 €. Das ist ein sehr fairer Preis, wenn man diese Monsterkonstruktion bedenkt. 14 mm f1.4 ist extrem teuer, extrem groß, extrem schwer. Wie gesagt, 1,15 Kilo hier an der Stelle. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ungefähr der Preis, den wir beim Sony für das 14 f1.8 bezahlen und haben aber hier eine f1.4 und haben ein paar Feature. Wie gesagt, Folienfilterdeckel, wir haben eine tolle Tasche, wir haben hinten einen Filtereinschub, wir haben eine manuelle Fokus-Stopp-Taste, wir haben eine Manschettenstopp-Funktion und es ist im Grunde ausstattungsmäßig alles an Bord und wir vermissen nichts. Ich freue mich, wenn ich demnächst das Objektiv vorstellen kann auf unserem Astro-Workshop auf La Palma. Ihr könnt übrigens mit uns reisen. Wir veranstalten das jedes Jahr, einen Astro-Workshop und Landschaft und Tiere. Delfine sind auch dabei. Wir freuen uns über jeden, der mitkommt. Ich glaube, dieses Jahr sind beide Termine, glaube ich, ausgebucht. Ansonsten vielleicht noch mal anfragen. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen unter. Uns hat es gefallen, euch das mal vorzustellen. Marion grüßt euch hinter der Kamera. Und ich sage bis zum nächsten Video mal wieder. Und wie gesagt, schaut wieder rein, wenn wir das dann mit Milchstraße vorstellen.